So, Wahltag. Auf ins Wahllokal. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu meinem täglichen Vlog. Mein Name ist Seabird und ich vlogge hier über Wirtschaft, Politik und was auch immer mich gerade interessiert. Haltet euch fest, weil dieses Mal wird es vermutlich ein bisschen ein längerer Vlog werden, weil ich wieder auf einer langen Autofahrt bin und dementsprechend einiges an Zeit habe und mir auch ein paar Dinge dieses Mal überlegt habe. Insbesondere dahingehend, dass ja meine letzten Vlogs auch ein bisschen kürzer waren. So, wir starten mit dem ersten Thema. Ja, heute ist Sonntag, heute waren die Wahlen in Wien und man darf wirklich sehr, sehr gespannt sein. Ich bin früh aufgestanden, um zu den Wahlen zu gehen, damit ich mich nicht anstellen muss oder so. War das erste Mal bei mir in meinem neuen Bezirk da wählen, wo ich jetzt wohne. War überrascht, wie viele Wahlzimmer es da gibt. Da, wo ich früher gewohnt habe, da hat es nur ein Zimmer gegeben. Da gibt es jetzt 3, 4, 5 Zimmer. Ein bisschen verwirrend. Der Wahlkommission war irgendwie sehr witzig, oder ich weiß nicht, ob man das Wahlkommission nennt, aber die Leute, die halt da aufpassen, Wahlhelfer, hat sehr Schmäh geführt, hat gemeint, sind das wirklich Sie auf dem Führerschein? Ha. Fand es nicht so lustig. Und dann habe ich mein Kreuzel abgegeben. Lustig war, dass da eine dabei war, die hatte irgendwie ganz genau gefragt, wie ist das? Muss ich da beide Wahlzettel ausfüllen? Also, nein, Sie können noch nur einen ausfüllen. Die war irgendwie komplett verwirrt, scheint das erste Mal wählen gegangen zu sein. Finde ich aber gut, dass die das alles gefragt hat, weil ganz ehrlich, ich hätte mich das nicht getraut, einfach nur aus dem Grund, um da irgendwie blöd dazustehen. Aber klar, die Wahlhelfer sollten ja eigentlich genau für das da sein, einem da zu helfen, wenn man sich nicht auskennt. Schauen wir mal, hoffentlich hat sie das Kreuz auch bei der richtigen Partei gemacht. Wir werden heute am Abend sehen, beziehungsweise ihr habt es, wenn ihr das seht, schon gesehen, wie die Wien-Wahl ausgegangen ist. Eine sehr emotionale Wahl dieses Mal, finde ich. Sehr viel in den Medien gewesen. Es war irgendwie sehr neu, dass wirklich auf so vielen Ebenen noch Wahlkampf gemacht wurde, bei vielen Veranstaltungen und so. Klar, weil es irgendwie hoch hergeht, weil große Angst in der Bevölkerung da ist, dass da ein politischer Wechsel kommt, dass manche Parteien stark verlieren, manche stark gewinnen. Wir werden es einfach beobachten und das Wahlergebnis so akzeptieren. Wenn das falsche Wahlergebnis rauskommt, ab Dezember bin ich sowieso auf den Kanarischen Inseln, dann bleibe ich einfach dort, wenn es zu schlimm wird in Wien. Ja, das war die Wahl. Zweites Thema, wo fahre ich überhaupt jetzt hin? Genau, ich bin auf der Südautobahn und fahre jetzt nach Thamsweg in Salzburg. Bisschen gemischte Gefühle, weil das letzte Mal, wo ich in Thamsweg war, wurde ich von einem Kampfhund gebissen. War nicht so lustig, also gebissen, ich meine, er hat fest hergeschnappt, aber trotzdem ist das keine lustige Erfahrung, wenn auf einmal der Hund auf der Hand hängt. In diese Pension, wo mich dieser Hund gebissen hat, fahre ich sicher nicht mehr, habe ein anderes Hotel gebucht. Aber dennoch Thamsweg, ich kenne es jetzt schon, es ist wieder nicht sehr viel los dort. Nichts gegen die Thamsweger selber und so weiter, aber ich bin halt einfach ein Stadtmensch. Und ja, beißende Hunde brauche ich sowieso nicht. Also von dem her gemischte Gefühle, dass ich jetzt wieder in Thamsweg 4 Nächte hocken darf. Aber gut, das ist das, wo ich jetzt hinfahre. Thamsweg, ich komme.
Drittes Thema ist ein bisschen ein wirtschaftliches wieder, weil ich mich schon wieder ein bisschen geärgert habe. Auf Facebook, da gibt es jetzt ab und zu, habe ich so Postings gesehen, dass der Stephen Hawking, der berühmte Physiker, sich da jetzt wirtschaftlich geäußert hat über die Maschinisierung, die zunehmende in der Arbeitswelt. Und da sagt er irgendwie, ja, die Maschinisierung führt dahin, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter aufgeht und dass, wenn wir nicht über Umverteilung reden, irgendwann einmal allen nichts gehört und ein paar wenigen alles gehört. Und entweder er versteht was nicht ganz oder ich verstehe was nicht ganz. Könnte natürlich beides sein, ich bin mir nicht sicher. Aber mein Standpunkt zur Maschinisierung ist mal der, dass Maschinisierung kurzfristig natürlich, keine Frage, für betroffene Personen, die ihre Jobs verlieren, schlecht sein kann. Keine Frage, da kommt eine Maschine, macht es schneller, besser, billiger und ich bin meinen Arbeitsplatz los, ist natürlich ein riesengroßes Problem. Zum Glück haben wir in Österreich Arbeitslosenversicherung. Wenn das nicht zu schnell passiert, glaube ich, ist es verkraftbar, immer unter der Prämisse natürlich der derzeitigen Wirtschaftsordnung, keine Frage. Da reden wir über Marktwirtschaft, Kapitalismus, wie man es auch immer nennen möchte, unter unserer momentan gelenkten, streng regulierten Marktwirtschaft, in der wir uns momentan befinden. Haben wir technologischen Fortschritt, haben wir natürlich Fortschritt, der die Umwelt sehr stark belastet und wir unseren Planeten hin nicht machen. Klar, diese Dinge lassen wir mal alle beiseite, über die kann man getrennt reden, aber angenommen, wir sind in dem derzeitigen Wirtschaftssystem. Hat ja auch nicht nur Schlechtes. Angenommen, wir sind in diesem Wirtschaftssystem. Dann gibt es halt Maschinisierung, technologischen Fortschritt, der natürlich Arbeitslosigkeit produziert. Jetzt ist das so mit der Arbeitslosigkeit, dass es, finde ich, kurzfristig ein Problem darstellt, aber auf lange Sicht eigentlich was Positives ist. Weil auf lange Sicht ist es ja gut, wenn eine Maschine eine Tätigkeit schneller, besser, effizienter, billiger machen kann. Folgt daraus ja nur, dass in der Zukunft die Produkte auch günstiger werden. Na klar, wenn man weniger Leute bezahlen muss am Weg dahin, um dieses Produkt zu bekommen, wird das Produkt günstiger. Das heißt, es können sich mehr Leute dieses Produkt leisten und es können überhaupt neue Produkte entstehen. Hätten wir keinen technologischen Fortschritt, dann hätten wir Stillstand. Das heißt jetzt aber, denken wir nur an die Vergangenheit zurück. In der Vergangenheit, in den 1950er Jahren, haben noch über 1 Million Menschen in der Landwirtschaft in Österreich gearbeitet. Heute haben wir um die, 150.000, 200.000 Personen, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe. Das heißt, wenn diese Leute nicht andere Jobs bekommen hätten, dann hätten wir jetzt da 800.000 Arbeitslose. Das war jetzt eine Periode von 50 Jahren, wo wir das irgendwie geschafft haben, diese Leute entweder umzuschulen oder eben sie sind in Pension gegangen. Auf jeden Fall konnte man diese Leute, die durch maschinelle Arbeitskraft ersetzt wurde, irgendwie unterbringen. Das war kein Problem. Zusätzlich haben wir heute so viele Arbeitskräfte wie noch nie zuvor in der Geschichte Österreichs. 4,2 Millionen Erwerbstätige ist ein historischer Höchststand. Das heißt, Maschinen nehmen uns nicht die Jobs weg. Auf lange Sicht gesehen. Der zweite Kritikpunkt ist auch irgendwie ein logischer Kritikpunkt und das wird oft vergessen in einer Diskussion über Maschinisierung und über Wirtschaft generell. Ein Unternehmen, jetzt auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht, wann setze ich eine Maschine ein? Ich verkaufe Produkte die ganze Zeit. Diese Produkte erstelle ich mit Hilfe meiner Mitarbeiter. Diese Produkte werden gekauft von Kunden. Wenn eine Maschine das eben besser und billiger und schneller machen kann, dann nehme ich nicht die Person, sondern nehme die Maschine. Logisch. Okay, wenn ich das billiger produzieren kann, klar, entweder ich mache höhere Gewinne, dann gebe ich Stephen Hawking recht. Wenn das so bleiben würde, okay, dann würden nur die Gewinne steigen. Aber erstens, wenn die Gewinne steigen, werden diese Gewinne ja auch zwar im ersten Schritt natürlich bekommen die weniger Leute, aber im zweiten Schritt werden die natürlich auch wieder umverteilt. Zweitens gibt es
auf lange Sicht halt einfach auch Konkurrenz. Das bedeutet, ich kann meine Gewinne nicht bis in alle Unendlichkeit steigern, wenn ich die Preise gleich lasse, weil wenn ich schon dieses effizientere Verfahren habe, dann kommt sofort, oder nicht sofort, aber es kommt auf lange Sicht eine Konkurrenz, die einfach auch diese Maschine dann verwendet, das auch günstiger produziert, mit den Preisen ein bisschen runtergeht. Das ist ja irgendwie das Prinzip in einer Marktwirtschaft, wenn man schon in Marktwirtschaft glaubt. Das bedeutet, es sinken die Preise einfach auf lange Sicht und mehr Leute können sich diese Produkte leisten, was natürlich auch wieder positiv ist. Das heißt, das darf man nicht vergessen. So, wichtiger Punkt ist, auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht muss ich natürlich davon abgehen, wie viel kann ich überhaupt verkaufen. Das heißt, ich schaffe die Maschinen ja nur an, wenn ich mehr verkaufen kann oder eben günstiger produzieren kann und meine Preise halten kann. Das heißt, der Schluss ist irgendwie falsch, dass irgendwann einmal nur mehr Maschinen alles produzieren und die Gewinne nur mehr ganz wenige haben. Weil wer fehlt in dieser Gleichung? Das sind die Leute, die kaufen. Wenn niemand das Zeug kaufen kann, dann bringt die Maschine nichts, dann kann ich keine Gewinne machen. Das vergisst Stephen Hawking, da kommt mir vor. Er vergisst, dass die Grenzen der Maschinisierung da gegeben sind, wo die Kaufkraft eben der Kunden fehlt. Das ist quasi eine natürliche Grenze irgendwo. Das heißt, wenn ein Unternehmen so blöd ist und so schnell auf Maschinen umstellt und diese Rechnung nicht aufgeht, dann verschwindet dieses Unternehmen wieder und dann geht es in Konkurs. Das bedeutet, ja, Stephen Hawking hat aus meiner Sicht da einfach nicht recht, dass Maschinisierung dazu führt, dass die Ungleichheit kurzfristig natürlich wird sie höher, aber langfristig ist Maschinisierung nicht schlecht und lässt uns nur einen angenehmeren, besseren Lebensstil führen. Also das zu dem Punkt, den habe ich ein bisschen länger ausgeführt, weil der mich irgendwie ein bisschen aufregt. Da wird schnell irgendwie eine Plattitüde, das hört sich gut an, rausgeschickt und man denkt nicht länger drüber nach. Ein bisschen hinterfragen, auch wenn es ein gescheiter Mann sagt, auch der kann sich täuschen. Natürlich kann auch ich mich täuschen. Und wie gesagt, das alles ist natürlich nur unter der Prämisse A, dass ich an die Marktwirtschaft glaube, B, dass ich ökologische Kriterien außer Acht lasse, C, dass ich das auf lange Sicht betrachte und nicht auf kurze Sicht. Das sind die drei Prämissen, die hinter dieser Idee natürlich stehen. So, einen Punkt gibt es noch für heute, weil wir heute wieder Wohnprojektbesprechung hatten. In dem Wohnprojekt, in dem ich wohne, haben wir eben so alle 14 Tage eine Besprechung. Das ist quasi unsere Hauptversammlung, wo wer hinkommt, abstimmen kann, wer nicht hinkommt, seine Stimme delegieren kann, wo es eine wirklich offizielle Agenda gibt, wo es ein Protokoll gibt, wo die Beschlüsse drinnen stehen. Das heißt, das ist ein bisschen so unsere quasi gesetzgebende Kraft, wenn man so will. Basisdemokratisch, jeder kann sein Veto einlegen, beziehungsweise man kann sagen dafür und dagegen und es wird immer festgehalten, man kann sich auch der Stimme enthalten und diese Beschlüsse sind dann bindend für die ganze Gemeinschaft. Basisdemokratie funktioniert in diesem kleinen Rahmen, wir sind 23 Leute, wovon viele sich oft einfach enthalten oder nicht zu den Treffen kommen. Das heißt, in so einer kleinen Gruppe kann man noch basisdemokratisch agieren. Das heißt, es funktioniert an sich ganz gut, aber natürlich gibt es Verbesserungspotenzial und da bin ich ein bisschen auf eure Hilfe angewiesen. Vielleicht kennt sich da irgendjemand aus. Wie geht man damit um, dass diese Sitzungen so lange dauern, dass die Leute nicht pünktlich kommen und dass so lange dazwischen geredet wird? Weil es ist ja schon gut, wenn man Dinge versucht anders zu machen als in der Welt da draußen, dass man nicht auf Stress alles macht und auf Effizienz alles macht und so weiter, nicht über Leute drüber fährt. Das finde ich ja super, dass das in unserer Gemeinschaft nicht der Fall ist, dass wir da versuchen, Dinge anders zu machen. Aber für mich persönlich, ich brauche so verdammt viel Geduld in diesen Sitzungen. Ich komme immer pünktlich.
immer vorbereitet. Und ich finde es halt dann Wahnsinn, wenn man pünktlich ist, anfangen will und die Leute erst eintrudeln. Ich weiß nicht, ob das die anderen nicht stört oder ob das ihnen nicht auffällt oder ob das nicht wichtig genug ist oder ich weiß nicht, was das ist. Oder ob das an mir liegt, dass ich es halt gerne habe, wenn man pünktlich ist und wenn man anfängt, wenn man noch andere Dinge zu tun hat. Bin ich zu ehrgeizig oder ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und dann, dass zwischendurch eben so lange über Befindlichkeiten und so weiter geredet wird. Ich persönlich würde mir gerne wünschen, dass das irgendwie ein bisschen schneller geht, dass man mehr zum Punkt kommt, dass man lösungsorientiert arbeitet, weil das einfach sonst keinen Spaß auch macht und eben so verdammt viel Geduld braucht. Ich frage mich, ob das wirklich nur an mir liegt, dass ich so ungeduldig bin irgendwie und gern Dinge weiterbringe. Oder ob das wirklich irgendwie in vielen Gemeinschaften vorkommt und ob es da nicht irgendwelche Lösungen dafür gibt. Das wäre irgendwie so eine Frage an euch, ob ihr da nicht irgendwelche Werkzeuge kennt, wie man mit diesen Dingen in Gemeinschaften umgeht. Insbesondere in Gemeinschaften, die komplett auf Freiwilligkeit basieren und ohne irgendwelche Sanktionsmaßnahmen auskommen müssen, weil man kann niemanden raushauen wie in einem Unternehmen. In einem Unternehmen ist leicht, den haust du raus, wenn er deppert ist, auch wenn das jetzt sehr hart klingt, aber es ist natürlich effizienter. Ist hart, wir wollen niemanden natürlich raushauen, aber wie gehen wir damit um, dass denn die Leute es nicht schaffen, trotzdem effizient zu sein, obwohl diese Sanktionsmechanismen nicht da sind? Das ist so die spannende Frage, die mich auch momentan beschäftigt im Hinblick auf solche Besprechungen, die wir da eben regelmäßig haben. So, das war wie gesagt ein bisschen ein längerer Vlog. Die nächsten werden vielleicht wieder kürzer werden, aber ich versuche da auf Leute einzugehen. Wenn ich kurze mache, dann sagen die Leute, hey, du hast so wenig geredet. Wenn ich lange mache, sagen die Leute, hey, ich habe nur den ersten Satz angehört und habe dann abgeschalten. Man kann es nicht allem recht machen, aber wenn ihr mal viel Zeit habt am Abend, hört euch das einfach einmal an und gebt mir Feedback dazu, würde mich wirklich mal interessieren. Danke fürs Zuhören und ich freue mich schon, wenn wir uns morgen beim nächsten Vlog sehen, dann aus Tamsweg. Bis bald! Kurze Pause, es sind noch ca. 100 Kilometer, 17:30 Uhr ist es bereits. Kurz ausrasten, heute gibt es keinen ÖVP-Kaffee, sondern heute habe ich mir einen Tee mitgenommen. Prost!